Die Persona-Reihe hatte nach einer jahrzehntelangen Historie während der PS4-Generation endlich ihren Durchbruch gefunden. Das knallbunte Anime-Rollenspiel Persona 5 ist aber nicht nur der 5. Teil der zuvor nischigen Persona-Reihe, sondern eigentlich Bestandteil einer riesigen Traditions-Rollenspielserie aus Japan. Wer schon seit Persona 3 oder 4 dabei ist, hat die relevanten Verweise schon auf den Boxarts gesehen. Persona ist ein Spin-off von Shin Megami Tensei. Weniger bekannt ist aber wahrscheinlich der Inhalt von SMT. Grundlegend geht es fast immer darum, in der Endzeit Dämonen aus verschiedensten Mythen, Sagen und Religionen zu rekrutieren und entlang von kryptischen Storylines ein paar moralische Entscheidungen zu treffen, mit denen man sich dann wiederum entweder auf der Seite des Chaos oder des Rechts positioniert. Je nach Ausgang vernichtet man am Ende üblicherweise Lucifer oder Jehova. Die beiden Seiten sind jedoch dezidiert nicht gut oder böse. Denn auf beiden kommt es fast immer zu äußerst makaberen Endings. Idealerweise schafft man das neutrale Ende, aber das ist alles andere als einfach. Denn SMT besteht überwiegend aus knallharten Dungeon-Crawlern. Wegen dem Monstersammelfaktor sprechen manche von Pokémon für Erwachsene. Ich könnte polemischer sein und sagen, es ist Pokémon, aber in gut und ambitioniert. In Kerkern und Verließen der Endzeit rekrutiert man nicht nur Dämonen, sondern vernichtet mit ihnen zudem andere, um voranzukommen. Das ist typischerweise rundenbasiert wie in Final Fantasy oder eben Pokémon. Verglichen mit solchen Spielen ist aber vor allem Grinding keine gute Option. Man muss sich stattdessen auf den eigenen Scharfsinn und gewiefte Strategien verlassen. Strategien kann man verfeinern, indem man Dämonen opfert und zu neuen fusioniert, statt sie wie Pokémon langfristig zu sammeln und lieb zu haben. Oder man verhandelt mit feindlichen Monstern, um sie fürs eigene Team zu gewinnen. Diese Verhandlungen bringen oft noch einen amüsanten Touch mit ein, der aber die generell beklemmende Stimmung nicht wirklich stört, sondern sogar ganz gut ergänzt. Wer in die Reihe einsteigen will, ist vermutlich überwältigt. Denn Persona ist nur eine von etlichen SMT-Spin-Offs. Lange kamen die Spiele überhaupt nicht in den Westen, wodurch aber immerhin ein wenig Übersicht in der Auswahl entsteht. In Europa sogar noch stärker, denn hier gab es noch weniger Lokalisationen als in den USA. In diesem Video jetzt jedenfalls alles, was man hierzulande über SMT wissen muss. Im Kern stehen die Mainline-Spiele Shin Megami Tensei 1 bis 5. Im Westen ist die Reihe erst wirklich mit Teil 3 gestartet. Es gibt ihn nicht nur auf PS2, sondern auch im PlayStation Store auf PS3 oder inzwischen als HD Remaster auf Switch, PS4 und PC. Gemeinsam haben die Hauptspiele ein vernichtetes Tokyo als Setting. Teil 3 ist besonders beklemmend, da außer dem Protagonisten und ein paar anderen Figuren überhaupt alle Menschen vernichtet worden sind. Zudem hat Teil 3 das für die Serie prägende Press-Turn-Kampfsystem eingeführt. Soll heißen, trifft man einen Gegner mit dem richtigen Elementzauber, bekommt man einen Extrazug. Wird es aber korrekt abgewehrt, verliert man diesen Zug wieder. Aber die Gegner dürfen auch noch einmal ran, wenn sie wiederum die eigene Schwäche treffen. Klingt simpel, fordert aber von jedem noch so lächerlichen Random Encounter die volle Konzentration. Teil 4 auf 3DS geht spielerisch ähnlich weiter. Für Setting und Story gibt es deutlich mehr Charaktere im postapokalyptischen Tokio und die Stimmung dreht vor allem stark durch einen Synthwave-Soundtrack auf. In Europa ist das Spiel leider nur digital erhältlich, also nur solange der 3DS-Shop noch online ist. Importieren dürfte zudem ziemlich mühsam sein, denn der 3DS hat ja generell ein Region-Lock. Jedoch kam bei uns ein vollständiger Release für die Story-Erweiterung Shin Megami Tensei 4 Apocalypse. Allerdings bin ich persönlich kein großer Fan dieses Zusatzgames. Hier zeigt sich stark der Einfluss, den der riesige Erfolg von Persona auf die Hauptreihe zu haben scheint. Statt beklemmender Endzeitstimmung setzt Apocalypse auf viel Comedy und durchschaubare Anime-Klischees. Eigentlich war SMT Strange Journey auf DS als Teil 4 der Hauptreihe angedacht, wurde aber als Side-Game umdeklariert. Denn statt nach Tokio geht es in ein Dimensionsloch, in dem sich dämonische Welten rund um Exzesse wie Massenkonsum oder Weltkrieg manifestiert haben. Der Titel ist ein klassisch in First-Person designter Dungeon Crawler, der Spielern alles abverlangt. Statt Press Turn muss man Strategien erarbeiten, die die eigene Allianz zu Chaos oder Recht mit einbeziehen. Von den Charakteren her ist es erfrischend, da man zur Abwechslung keine japanischen Jugendlichen spielt.
Im Remaster auf 3DS ist leider erneut ein aus meiner Sicht eher negativer Persona-Effekt zu spüren, denn die Art Direction wurde an Persona angepasst und neu eingeführte Persona-eske Charaktere passen eigentlich überhaupt nicht zur ernsten Atmosphäre. Allerdings dürfte die 3DS-Version bei uns deutlich einfacher zu bekommen sein. Das Original ist leider nur aus den USA importierbar. Aber immerhin ist der Endgegner entschärft worden, der aus meiner Sicht im Original nahezu unmöglich ist. Digital Devil Saga wiederum ist ein Duo aus zwei storymäßig wie Serienstaffeln zusammenhängenden PS2-Spielen, bei denen sich Charaktere in einer Art Hindu-Sci-Fi-Welt vernichten und fressen müssen, um das Nirvana zu erreichen. Für mich hat das wirklich einzigartige Setting zwar immer funktioniert, aber nicht unbedingt das Gameplay. Das klassische Dämonensammeln fehlt nämlich, weshalb ich die Kämpfe eher langatmig fand. Fairerweise muss ich aber eingestehen, dass die Titel viele Fans haben und damals gut bewertet worden sind. Nachholen kann man die ganze Saga auf PS2 oder im PS3 Store, solange er noch online ist. Ebenfalls auf PS2 und zumindest im US PS3 Store gab es außerdem Devil Summoner Raidu 1 und 2. Dort löst man für eine Detektei Mysterien im Japan des frühen 20. Jahrhunderts, wobei das Setting mit schönen vorgerenderten Hintergründen und einem jazzigen Ton daherkommt. Vor allem aber stechen die Spiele mit einem Echtzeit-Kampfsystem hervor. Das funktioniert einerseits wie ein typisches Action-Game mit viel Button-Mashing für leichte und schwere Attacken, während man aber gleichzeitig den Kampf immer wieder stoppen kann, um Dämonen Kommandos zu geben. Heutzutage könnte man das vergleichen mit dem Final Fantasy VII Remake. Gut zusammen kommt es dann vor allem im zweiten Teil, der im Gegensatz zu Digital Devil Saga nicht unbedingt vom ersten Teil abhängig ist. Der überhaupt erste Devil Summoner Titel auf Sega Saturn kam hier nie raus, dafür aber auf 3DS ein Port des zweiten Spiels Devil Summoner Soul Hackers. Spielerisch und auch thematisch hat das als klassischer First-Person Dungeon Crawler mit Blade Runner Anleihen eigentlich überhaupt nichts mit dem PS2-Spielen zu tun, außer dass es ebenfalls kein klassisches Endzeit-Szenario hat. Als quasi Sega Saturn-Titel ist Soul Hackers quasi das älteste bei uns erhältliche SMT-Spiel, weshalb auch ein paar spätere Quality-of-Life-Features fehlen. Man sollte dementsprechend durchaus die Anleitung lesen, um gewisse Feinmechaniken zu verstehen. Spaß macht es dennoch und überzeugt mal wieder atmosphärisch. Fans von Filmen wie dem ersten Ghost in the Shell kommen voll auf ihre Kosten, da das Spiel ja aus genau derselben Zeit stammt, also als Cyberpunk noch mit den grandiosen Ideen des mysteriösen Cyberspace im Internet einhergegangen ist. Die zwei Devil Survivor Spiele auf DS mit minimal aufgewerteten 3DS-Ports sind die Strategie-Spin-Offs der Reihe. Ganz im Stile eines Fire Emblem und Final Fantasy Tactics spielt man einen Mix aus Schach und Japaner-Rollenspiel. Allerdings kommt es bei den Encountern auf dem Feld zu klassischen SMT-Kämpfen. Tokio wird in einen 7-tägigen Lockdown versetzt, aus dem am Ende nur eine Handvoll Überlebende herauskommen können. Man hat hier eine Vielzahl an Endings, weil mit vielen Entscheidungen man enorm Einfluss auf das Überleben der Charaktere nehmen kann. Ich bin ja generell kein guter Strategiespieler, aber Devil Survivor 1 hat aus meiner Sicht die mitunter schwersten Rollenspielfights überhaupt. Auf der Zielgeraden musste ich schon mal 5 bis 10 Stunden an meinem Team und Strategie feilen, um einzelne Bosse zu schaffen. Trotz der eher vergleichsweise schrulligen Art Direction ist Devil Survivor dahingehend also dennoch erbarmungslos. Und das war eigentlich das Wichtigste. Durch das Nischendasein von SMT gibt es besonders in Europa leider eklatante Lücken im Release-Kalender. Sei es für weitere Spin-offs oder Vorgängerprojekte auf dem Super Nintendo. Diese Erscheinungspolitik ändert sich aber vielleicht endgültig mit dem erstmals global gleichgeschalteten Switch-Release von Shin Megami Tensei 5. Allerdings sieht es um die Zukunft der Reihe aktuell etwas düsterer aus. Ich nehme an, durch den enormen Erfolg von Persona gibt es kaum noch neue Ableger vom klassischen SMT. Spin-offs kommen nämlich nur noch hauptsächlich für eben Persona. Unabhängig davon aber haben die meisten Spiele hier eine enorme Spielzeit, weswegen man besonders als Neueinsteiger bestens für die kommende Zeit versorgt sein sollte, egal wie es dann mit der Reihe zukünftig weitergehen wird.